Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe vor längerer Zeit schon mal gefragt, ob ich mal ein Video dazu machen soll mit den Gerichten, die ich koche, wenn der Kühlschrank leer ist, wenn eigentlich nichts mehr wirklich zu essen im Haus ist, beziehungsweise ich keine Zeit hatte zum Einkaufen oder auch einfach mal keine Lust, kommt ja auch mal vor, und man deswegen da steht und irgendwie nichts wirklich mehr Frisches im Kühlschrank hat. Aber es gibt nämlich trotzdem ganz viele tolle, leckere Rezepte, die ich an genau solchen Tagen koche. Heute zeige ich euch das erste davon. Ich habe mir gedacht, ich teile das Ganze ein bisschen auf, als ganz viele in ein Video zu machen. Das heißt, ich habe immer mal wieder ein solches Rezept für euch und wir legen heute los mit dem ersten und das ist ein Kichererbsen-Curry. Die Zutaten dazu habe ich immer zu Hause und ich zeige euch gleich, was da alles reinkommt. Und das ist nämlich ein Rezept, das erstens super einfach ist, überhaupt nicht aufwendig ist und wie gesagt, diese Zutaten sind immer da und was natürlich ganz wichtig ist, es schmeckt auch echt richtig lecker. Also es gehört mit zu meinen Lieblingsrezepten. Wir legen los, ich zeige euch, was reinkommt und wie ich das Ganze immer koche. Als erstes brauchen wir logischerweise Kichererbsen und ihr seht hier, dass ich gefrorene Kichererbsen nehme. Ich kaufe nie die aus der Dose, sondern immer die getrockneten, entweder bei Aldi oder auch aus dem türkischen Supermarkt. Ich weiche dann die komplette Packung immer 24 Stunden ungefähr in Wasser ein und friere das Ganze dann ein. So habe ich immer Kichererbsen zu Hause. Ich habe immer welche in der Tiefkühltruhe und ich koche die dann einfach, wenn ich sie brauche. Ihr könnt hier für dieses Rezept aber natürlich auch eine Dose Kichererbsen nehmen. Von der Menge habe ich hier allerdings ein bisschen mehr als eine Dose genommen, ungefähr. Dann brauchen wir eine Dose Kokosmilch, eine Dose gehackte Tomaten, ein bisschen Tomatenmark, eine Zwiebel, Knoblauch und an Gewürzen Currypulver, Kurkuma und Salz und Pfeffer. Allererster Schritt ist eigentlich logisch, die Zwiebel klein schneiden und ich gebe die dann immer schon mal in die Pfanne und lasse die glasig anbraten. In der Zwischenzeit hacke ich dann den Knoblauch und ein Tipp, der mir mal gegeben wurde beim Knoblauch, einmal mit dem Messer flach draufdrücken, dann lässt er sich nämlich ganz einfach schälen. Eine Aufgabe, an der ich früher verzweifelt bin, aber so ist es wirklich total einfach. Wie gesagt, ich hacke den Knoblauch dann einfach recht fein. Und wenn die Zwiebeln glasig sind, gebe ich dann erstmal die Gewürze dazu. Erstmal das Kurkuma, da nehme ich ungefähr 1,5 Teelöffel. Currypulver habe ich erst versucht, auf einem Teelöffel abzumessen. Das Ganze hat nicht so gut funktioniert. Auch das waren ungefähr 1,5 bis 2 Teelöffel Currypulver. Ich lasse das immer kurz mit den Zwiebeln noch mal ein ganz bisschen anrösten, weil so die Aromen angeblich noch mal besser rauskommen sollen. Aber auch nicht zu lang. Hier muss man aufpassen, dass da nichts anbrennt. Das heißt, immer schön rühren. Und dann gebe ich den Knoblauch dazu. Auch das rühre ich dann noch mal um, lasse das noch mal ganz kurz miteinander anbraten. Und dann gebe ich das Tomatenmark dazu. Ich nehme ungefähr 1 Esslöffel. Ihr seht ja hier die Menge. Auch das noch mal kurz vermischen, ganz kurz anbraten lassen. Und das lösche ich dann mit der Dose Tomaten ab. Die Reste aus der Dose Tomaten, weil es kommt nicht immer alles mit raus, gieße ich dann nochmal mit einem ganz kleinen Schuss Wasser auf, dass auch wirklich alle Tomaten aus der Dose raus sind. Das verrühre ich miteinander und dann kommt die Dose Kokosmilch dazu. Auch das natürlich nochmal gut miteinander vermischen. Und dann kommt der Deckel da drauf und ich lasse das Ganze köcheln. Wer sich jetzt fragt, wo sind denn die Kichererbsen? Da sind die Kichererbsen. Die koche ich immer extra in einem Topf. Wenn ihr jetzt eine Dose Kichererbsen nehmt, müsst ihr das natürlich nicht machen. Könnt ihr direkt zur Soße geben und die darin köcheln lassen. Wenn man die Kichererbsen kocht, dann kommt da immer so ein weißer Schaum und den möchte ich wirklich nicht in meinem Essen haben. Deswegen koche ich die extra. Das waren jetzt circa 20, 30 Minuten. Dann gieße ich das Wasser ab und spüle die Kichererbsen nochmal ab und gebe sie dann zu der Soße. Also wie gesagt, das Ganze hat jetzt 20 bis 30 Minuten ungefähr geköchelt und dann lasse ich das Ganze zusammen mit den Kichererbsen auch nochmal köcheln, diesmal allerdings ohne Deckel. Und da schmecke ich auch schon mal ab. Ich würze mit Salz und Pfeffer und gucke auch noch mal, ob genug Currypulver dran ist. Was es in dem Fall jetzt war, habe ich nicht noch mal was dazugegeben. Das Ganze habe ich natürlich noch mal verrührt und dann, wie gesagt, ohne Deckel köcheln lassen. Ungefähr noch mal 15 Minuten, bis es richtig schön sämig war.
Und damit ist das Kichererbsen-Curry auch schon fertig. Wer mag, kann nochmal mit einem Spritzer Zitrone abschmecken. Habe ich jetzt hier in dem Fall nicht gemacht. Wir essen das eigentlich immer mit Reis, den wir auch immer vorrätig haben. Wie schon gesagt, liebe ich dieses Curry einfach sehr, vor allem wegen dieser ganz leicht süßen Note von der Tomate. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Tschüss.